Hallo und herzlich willkommen bei Bricks Builds. Und in der heutigen Folge bauen wir einen zweiten Golf, den könnt ihr gerade schon sehen. Wir kümmern uns um die Beleuchtung im Bahnhof. Und wie ihr unten im unteren Bereich des Bildes sehen könnt, bauen wir an der Straße weiter. Dann geht's gerade auch weiter an der Straße. Ihr seht schon, es ist echt chaotisch. Hier liegen überall Teile vom Weiterbauen rum und auch Schaschlikspieße, weil wir eben die Straße auf eine gerade Ebene bekommen wollen, damit diese einzelnen Streifen nicht rausgehen. Die Spieße werden wahrscheinlich später noch durch so Achsen getauscht oder durch Technik-Liftarme, damit wir auch bei Komplett-Lego bleiben und dann eben nicht irgendwas anderes drunter ist. Und dann melden wir uns wieder, wenn wir weitergebaut haben. Dann haben wir jetzt mal so eine erste Technik-Achsenstrebe zum Stabilisieren der Straße gebaut. Und zwar haben wir hier unten so Drehteller hin, damit wir das eben schräg platzieren können. Und um es richtig einzustellen, ist hier noch eine Dreierachse, an der wir das Ganze hin und her schieben können, damit es auch passend zu den Noppen auf der Baseplate aufgeht. Und hier oben sind überall so Pin-Connector drauf. Das liegt daran, wenn jetzt so ein Streifen von der Straße auf einem Achsenkonnektor liegt und dann auf der puren Achse, dann hat der einen leichten Höhenunterschied. Den kann man hier auch sehen an der Seite. Die Achse ist nicht so hoch wie der Bushing hier oder der halbe Liftarm und dann entsteht eine Lücke, was wir eben versuchen nicht mehr zu haben, und deswegen sind hier überall die Pin-Connector drauf. Und dann würde ich sagen, bauen wir das jetzt mal ein. So, dann könnt ihr jetzt sehen, die zwei Spieße sind draußen und die Stütze ist jetzt unten eingebaut. Und wir werden es jetzt immer so machen mit der Stütze, wenn wir weiterbauen, dass eben diese Stützen reinkommen und dann die Platte einfach schön auf eine Ebene ist, und an den Seiten gehen wir dann hin. Hier seht ihr schon überall die weißen und gelben Steine und drücken die Straße von der Seite zusammen, dass sich so auch keine Lücken bilden, als dass sich durch den Höhenunterschied keine Lücken bilden, aber auch dadurch, dass die Streifen auseinandergehen würden, keine Lücken entstehen. Und wie immer zieht heute natürlich auch wieder eine neue Sigfig bei uns im Bahnhof ein. Wir freuen uns sehr über Kexi. Kexi ist ein großer Lego Train und Lego Zug Fan. Seinen Kanal haben wir wie immer in der Videobeschreibung bei uns verlinkt. Schaut unbedingt mal bei ihm vorbei, es lohnt sich. Dann habe ich jetzt auch mal Beleuchtung in den Bahnhof eingebaut. Das ist jetzt gerade nur die Außenbeleuchtung und die besteht aus zwei Kabelbäumen, weil ja auch der Bahnhof aus zwei Modulen besteht. Die kann ich dann zusammenstecken, die Kabelbäume, und ein Ende von einem Kabelbaum kann ich in ein Steckbrett stecken und so wird es gerade beleuchtet. Später wird es dann noch so sein, dass eine Innenbeleuchtung dazu kommt und dann wird das Ganze mit einem Arduino angesteuert, der dann Außenbeleuchtung per Zufall immer zuschaltet. Und jetzt schauen wir das Ganze mal im Dunkeln an. Hier mal ein kleiner Ausschnitt aus dem Bau. Wie ihr sehen könnt, habe ich mir ein Tablet geholt, auf dem ich einfach ein Bild von einem Golf 2 aufgerufen habe. Und das Ganze habe ich mir so zurechtgezogen, dass es auf meine Maße passt, von den Reifen her und auch zum Lego-Maßstab. Und anhand dieser Silhouette baue ich gerade den Golf.
Und eine Sache, die mir jetzt aufgefallen ist, dass das Dach zu hoch war und das habe ich jetzt runtergesetzt, genauso wie die Säule hier vorne, die hat einen Tick weiter vorgemusst, deswegen habe ich die Motorhaube neu gemacht, die ist jetzt gerade noch in weiß und dann kommen jetzt hier gleich die Säulen rein. Und zwar habt ihr gerade im Clip davor gesehen, dass ich am Golf weitergebaut habe und da ist ja diese, oder ich glaube, ich habe jetzt erst die Säule dazu gemacht, den Clip habe ich schon vor ein paar Tagen aufgenommen. Und die Säule wird von einem Bracket hier gehalten, den es aber nicht in dunkelgrau gibt. Und jetzt habe ich geschaut, weil die Farbe, die das Auto haben kann, wird bestimmt von dem Teil, dem Bracket da und dem Clipser, wo die A-Säule hält, weil es die nicht in so vielen Teilen oder in so vielen Farben gibt. Und dann bin ich jetzt auf eine neue Farbe gekommen und habe den nochmal gebaut. Die schöne Seite zeigen. Da fehlen auf der einen Seite noch die Felgen und habe den jetzt in weiß gebaut, weil es da einfach alle Teile gibt. Es war auch die Überlegung, den in rot zu bauen, aber da gibt es wieder auch eins von diesen 3 Teilen nicht in rot und deswegen ist es weiß geworden. Was jetzt auch noch fehlt, hier drüben den Parkplatz, den habe ich auch noch weitergebaut. Den kleinen Streifen einfach, den bauen wir jetzt auch noch kurz drauf. Ja, und dann ist das Modul jetzt auf der linken Seite fast fertig. Und ja, im weiteren Verlauf baue ich jetzt immer an dem weiter statt an dem. Den werde ich zwar auch noch fertig machen, aber der hat halt dann immer hier dieses eine Teil in hellgrau. Da muss ich halt schauen, ob es das irgendwann in dunkelgrau gibt und wenn ja, bestelle ich das. Wie ihr sehen könnt, habe ich das ganze Modul jetzt nochmal eingebaut. Mit beiden Golf, dem weißen und dem grauen. Und mal schauen, bis wann die Teile da sind, dass wir alles in der richtigen Farbe da haben und wir wieder weiterbauen können. Aber bis dahin war es das jetzt mal von der Folge und dann würde ich auch schon sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Über ein Like und ein Abo würden wir uns sehr freuen. Und hier links unten ist jetzt noch das Video verlinkt, wie wir unsere Straße angefangen haben zu bauen.